Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen in Griechenland unterwegs. Ja, immer noch in Chalkidiki, jetzt auf dem zweiten Finger, nämlich Sithonia. Und zurzeit, also hier jetzt gerade, stehen wir am Strand von Toroni und im Hintergrund könnt ihr auch schon, ja, seht ihr die Bucht. Ja, und hier haben wir jetzt heute eine schicke kleine Wanderung unternommen, nämlich einmal von hier vom Strand hoch zur Akropolis, selbe Weg wieder runter und dann ging es ja, von hier wieder zum nächsten Highlight, den Cannons, also Befestigungswerken aus dem Zweiten Weltkrieg. Dazu gibt es hier noch eine alte byzantinische Festung. Wir hatten unterwegs ein Lost Place noch gehabt, also einiges zu sehen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so war, Dann begleitet uns und wir schauen es uns gemeinsam an. Start der Tour war am Strand von Toroni, wo man auch direkt die Reste einer alten byzantinischen Festung bestaunen kann. Vom Strand aus ging es dann zum ersten großen Zwischenziel, den Resten der Akropolis von Toroni. Und wo lag die Akropolis? Richtig, natürlich auf einem Berg. Immerhin rund 230 Meter hoch. Und da wir bei Null starteten, wurde es uns trotz der morgendlich frischen Temperaturen recht schnell warm. Unterwegs gab es hier und da noch alte, von der Flora fast überwachsene Mauerreste zu sehen, die davon zeugen, dass dieser Berg hier in der Antike wohl ganz anders ausgesehen hat. Mit der Akropolis auf dem Gipfel verhält es sich wie mit den Mauerresten auf dem Weg. Es sind nur noch Reste erhalten und auch diese muss man teils zwischen dem dichten Bewuchs suchen. Fairerweise muss man noch erwähnen, dass sie nicht mehr die jüngste ist, reichen ihre Ursprünge doch bis ins 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Wir nutzten die Gelegenheit für eine kleine Entdeckungstour. Die Aussicht vom Berg ist übrigens top. Und hier seht ihr auch schon unser zweites Tagesziel, die Cannons. Leider kann man diese aufgrund der steil abfallenden Bergflanke auf dieser Seite nicht auf direktem Weg erreichen. Daher wanderten wir zunächst denselben Weg wie eben wieder bergab.
Ja, erster Teil unseres Tagesprogramms ist geschafft. Wir waren auf der Akropolis von Toroni. Auf den Überresten der Akropolis. Ein paar behauene Steine waren noch zu sehen. Und von oben konnten wir auch schon die Kanonen bewundern, die wir jetzt noch uns anschauen wollen. Ja, dann würde ich auch sagen, wir schwätzen gar nicht so viel. Weiter geht's. Und weiter ging es nun der Markierung Cannons folgend auf schmalem Pfad schön entlang der Küste. Dort oben waren wir gerade. Etwas überraschend trafen wir vor den Cannons noch auf einige Häuserruinen. Natürlich konnten wir nicht widerstehen und gingen gleich wieder auf Entdeckungstour. Spannende Treppe. Sie kommt aus dem Nichts und führt ins Nichts, oder? Ein einsamer Strand, der nur über den überwucherten Pfad oder vom Meer aus erreichbar ist. Zurück von Bucht und Lost Place ging es nun aber endlich zu den Cannons hinauf. Von den alten Befestigungen aus dem Zweiten Weltkrieg sind nur noch einige Reste erhalten. Und anders als der Name suggeriert, sind hier keine Kanonen mehr zu sehen, dafür aber noch deren Fundamente und einige bunkerartige Anlagen. Die Aussicht war natürlich allererste Sahne, wurde von hier aus früher doch die ganze Küstenlinie überwacht und verteidigt. Wie schon bei Teil 1 der Wanderung ging es wieder auf demselben Weg zurück. Dieses Mal waren wir auf dem mittleren Finger von Chalkidiki unterwegs, der Halbinsel Sithonia. Toroni und somit unsere Wanderung liegen recht weit im Süden. Hier seht ihr die Route noch einmal im Detail. Vom Strand aus ging es zunächst an der byzantinischen Festung vorbei, rauf zur Akropolis. Von dort aus dann auf gleichem Weg wieder runter und weiter zu einem spannenden Lost Place, einer versteckten Bucht und den Cannons. Auch hier ging es auf demselben Weg wieder zurück. Ja, das war sie gewesen, unsere Wanderung bei Toroni. Ja, zuerst sind wir auf die Akropolis gelaufen, was vom Strand wegführt. Erstmal der Weg steil bergauf.
steinig, bisschen rutschig, weil es auch über sandige Flächen geht. Gerade beim Abstieg war das so ein bisschen schwierig streckenweise. Ne? Man rutscht da sehr leicht mal weg. Genau, also oben an sich von Akropolis sieht man nicht mehr so viel, habt ihr ja auch gesehen im Video. Aber diese behauenen, bearbeiteten Steine, die man hier und da entdecken kann, oder Mauerreste, das ist toll, weil Schon spannend, ja. ja, es wird einem nicht direkt mit Schild und hier guckt dahin, sondern muss man selbst entdecken. Also ist ganz schön. Der zweite Teil war dann etwas einfacher zu laufen, ging über schmalen Pfad, leichtes Auf und Ab und am Schluss dann hoch zu diesen alten Befestigungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Allzu viel war da jetzt auch nicht mehr da. Steht hier groß überall Cannons, also Kanonen habt ihr da oben nicht mehr. Nur noch diese Reste von den Befestigungen, Bunkeranlagen, wie auch immer. Ja. Auf dem Weg dahin. Ja. Weiter? Auf dem Weg dahin habt ihr noch so einen kleinen Lost Place, dieses Haus oder kleine Dorf, was es da gibt. Und nochmal einen Abstieg zu einem Strand runter, der an sich ganz schön sein könnte, wäre er nicht so massiv vermüllt. Ja. Ja, und auch wenn man von diesen geschichtlichen Sehenswürdigkeiten jetzt nicht mehr allzu viel sieht, die Aussicht ist von jedem Punkt aus, also sowohl Akropolis als auch den Kanonen, fantastisch. So schaut's aus. Also wir haben wirklich viel zu gucken gehabt. Hier am Anfang gleich die byzantinische Festung, darf man auch nicht unerwähnt lassen. Ansonsten kleiner Hinweis noch zur Schwierigkeit nochmal. Wir haben die Tour, zumindest den ersten Teil zur Akropolis, aus unserem Wanderführer von Rot herausgezogen und da war das Ganze schwarz, also als schwere Tour gekennzeichnet. Jetzt ist Schwierigkeit natürlich immer so eine individuelle Sache. Wir empfanden es jetzt nicht zwingend als schwarze Tour. Also wie wir letztes Jahr in Montenegro waren, wäre die Tour wahrscheinlich blau gewesen. Das ist, ja. Muss aber jeder für sich entscheiden, wie er da hochläuft. Da das hier so ein bisschen Touri-Eck ist, haben wir auch ganz, ganz viele Leute in Schläppchen bzw. Flipflops da noch hochlaufen sehen. Also für die ist der Weg dann schwer, dann passt's wieder. Dann, ja, genau. Hals- und Beinbruch und so Scherze. Egal. Gut, also wie gesagt, das nochmal zur Schwierigkeit. Ja, aber dann würde ich sagen, Ist ein toller Abstecher, den man hier machen kann, wenn man den Tag am Strand zum Teil verbringen möchte und noch ein bisschen was anderes dranhängen will. Ist super. ja, Ja. dann haben wir es für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.